Wie detailreich Archäologie Schriftquellen ergänzen kann, sehen wir an der Entdeckung eines Ahorns im Abfall des Lutherhauses in Mansfeld. Ein Ahorn, das sind tönerne Hörner, die in Aachen verkauft wurden, wenn dort die Reliquie, die alle 7 oder 10 Jahre gezeigt wurde. Wenn man dorthin ging, um mit Tausenden oder 10.000 anderen ins Ahorn zu tröten, um praktisch Vergebung zu erlangen. Wir haben nicht nur die Archäologie in Mansfeld, wir haben natürlich auch schon praktisch das erste Jahr von Luther fassen können in Eisleben. Die Eltern warten ja noch in Eisleben und dieses Elternhaus brennt ab. Nicht? Und das abgebrannte Elternhaus, da verliert man natürlich das meiste, aber natürlich schlägt sich einiges archäologisch nieder. Und vieles von dem, was sich archäologisch niederschlug, haben wir bei Baumaßnahmen, die wir betreut haben, gefunden. Beispielsweise einen kleinen weißen Schwan aus hellem Pfeifenton. Und das ist ja eines der Symbole Luthers. Das heißt, Martin Luthers Geburtshaus selbst wurde Pilgerort für Lutheraner. Dort gab es natürlich auch ein Lutherbild, ein unverbranntes Lutherbild, ein typischer Topos des Katholischen, das unverbrannte Heiligenbild, wenn die Kirche brennt. Das wurde natürlich auf Martin Luther selbst übertragen, wie auch, und das darf man nicht vergessen, es zahllose Martin Luther Reliquien gibt. Wenn er sich an einen Baum gelegt hat, der Sage nach, dann wurden daraus Becher und Spazierstöcke geschnitzt und vieles andere. Einer dieser Lutherbecher befindet sich auch in den Sammlungen des Landesmuseums. Martin Luther verlebt seine Kindheit also in Mansfeld. Wir können dort sehr genau rekonstruieren, was er gespeist hat, was er getrunken hat, wie er gelebt hat, warum. Beispielsweise sind alle Tierknochen und Speisereste erhalten. Und wir sehen, dass Martin Luther speist wie ein Fürst. Es kommen Auerhähne und andere Speisen auf den Tisch. Dinge, die man eigentlich, Tiere, die man gar nicht jagen darf und gar nicht speisen darf, die natürlich der Vater vom Grafen geschenkt bekommt. Er ist ja der Schauherr, er ist die wichtige Verbindung zu den Mansfelder Grafen und er bekommt also Dinge geschenkt, sodass man fürstlich isst. Wir sehen die Reste eines Vogelherdes, das heißt, man hat ganz, ganz viele Singvögel gefangen in der damaligen Zeit und zubereitet und vieles andere. Wir können uns also das Leben aufgrund der Archäologie Martin Luthers sehr, sehr dinglich in seiner Kindheit vorstellen. Und dieses große Glück hatten wir wieder in Wittenberg. Wittenberg ist ja die Stätte der Universität, Wittenberg ist ja die Stätte des Kurfürsten und Wittenberg ist natürlich die Stätte des Lebens und Wirkens von Martin Luther. Martin Luther wird vom Kurfürsten unterstützt, natürlich aus machtpolitischen Gründen. Der Kurfürst selbst könnte König oder Kaiser werden, fühlt sich aber schon zu alt, ist aber ungemein reich und ungemein mächtig und selbstverständlich ist es eine politische Entscheidung, Martin Luther zu unterstützen, denn Martin Luther nutzt natürlich den protestantischen Fürsten, denn durch die Säkularisation, durch verschiedene andere Dinge gewinnen die Fürsten nicht nur Kirchengut, sondern die Fürsten haben auch ein Problem beispielsweise mit dem Ablasshandel. Nicht? Die Bürger haben ja nur eine begrenzte Menge an Geld und Möglichkeiten und wenn das Geld abfließt in die Truhen der Kirche über den Ablasshandel, dann hat natürlich die Staatskasse ein Problem. Das heißt, es gibt ganz massive Interessen, die neue Religion zu unterstützen und in diesem Fall Martin Luther zu schützen, damit er nicht wie Jan Hus verbrannt wird. Zu dieser Scheidung kommt es nach dem Thesenanschlag von 1517, dann 1521, als Martin Luther exkommuniziert wird. Trotzdem wird er aber vom Kurfürsten weiter beschützt und sogar versteckt. Das heißt, er hat immer ein sicheres Rückzugsgebiet und das Lutheranertum gewinnt natürlich einen ungeheuren Aufschwung. Und der Aufschwung der Reformation, der hängt ursächlich damit zusammen, dass Martin Luther und seine Mitstreiter die modernen Propagandamittel sehr, sehr viel besser verstehen als die Katholiken. Kardinal Albrecht, der in Halle sitzt
und der ungemein mächtig ist, der auch Landesherr von Brandenburg ist, der Kardinal ist auch von Mainz und der hier in Halle eben tätig ist in seiner Residenz. Dieser Kardinal, der ja Ämter häuft, was man eigentlich nicht darf, der trägt entscheidend zum Ablass bei, denn der Papst in Rom möchte sozusagen den Petersdom bauen und braucht ungemein viel Geld. Und das Geld organisiert Albrecht mit Tetzel und dem Ablasshandel, was wieder zu Luther führt, was aber nicht bedeutet, dass Kardinal Albrecht selbst verstockt wäre. Er selbst wollte eine Reformation, nur eine andere Reformation. Und durch geschichtlichen Zufall wird er in Halle zum großen Gegenspieler Luthers, der in Wittenberg sitzt. Wenn wir nun zurückgehen nach Wittenberg, dann haben wir das Wittenberger Leben, wie ich schon sagte, praktisch täglich beschrieben. Aber das Leben kann man dort fantastisch wieder archäologisch kalibrieren. Und zwar deshalb, weil Wittenberg auch im Zuge des Reformationsjubiläums zahlreiche Umbaumaßnahmen vornahm und weil in der Stadt Wittenberg mustergültige Archäologie vonstatten ging. Und die Archäologie gibt uns tiefe Einblicke in das Leben Martin Luthers. Zum einen wurde am Lutherhaus selbst gegraben. Und dort im Garten, wo wir eigentlich nichts erwarteten, fanden wir die größte Überraschung. Wir fanden nämlich den Lutherturm. Immer wurde gerätselt, wo ist der Turm des Turmerlebnisses, wo Martin Luther die Idee der Gnadenlehre hatte. Der Kernpunkt der protestantischen Idee, dass der Mensch nur durch die Gnade Gottes gerettet werden kann und dass gar nicht die Taten wie im Katholizismus oder die Beichte sicher retten, sondern eben die Gnade Gottes. Etwas, das auch im protestantischen Bildprogramm, wie wir sehen werden, eine große Rolle spielt. Und diese Idee hatte er, wo er die hatte, wissen wir heute, nämlich in einem Turm, der angebaut war ans Kloster und der bis zum Untergeschoss erhalten ist, weil er überschüttet wurde. Und dort haben wir praktisch die Schreibstube Martin Luthers mit der Fußbodenheizung, er lebte komfortabel, mit seiner kleinen Kammer gefunden, denn man muss sich vorstellen, Martin Luther hat etwa 20.000 Seiten geschrieben in seinem Leben. Er war also unglaublich produktiv, obwohl er Familie und Kinder hatte und reiste und so weiter. Martin Luther war ein unfassbar fleißiger Schreiber und Mensch und Prediger. Das ist völlig außer Frage. Aber den Ort, den haben wir gefunden. Seine Söhne, seine Frau entsorgten das Ganze nach seinem Tod und da flogen die Tintenfässer, die Stifte, also die Federn, dort flogen zum Teil sogar die Buchbeschläge und vieles andere auf den Abfall und diesen Abfall haben wir gefunden und wir konnten sogar die Treppe noch hinuntergehen zu seiner privaten Toilette und dort fanden wir den goldenen Ring, wahrscheinlich den goldenen Ring seiner Frau Katharina von Bora, den sie in den 1540er Jahren verloren hatte, den fanden wir dort in der Toilette als ein faszinierender Fund. Was aber viel spannender war, dass wir wieder Martin Luther, wie wir ihn schon als Kind mit den Murmeln greifen konnten, so können wir ihn mit seinem Schreibset greifen. Wir haben also ein Schreibset gefunden aus Ton, im Grunde relativ billig, wahrscheinlich am Markt sogar zu kaufen. Und dieses Schreibset verfügt über ein Wasserfass, ein Tintenfass, über 2 Schälchen, in denen man Sand zum Ablöschen der feuchten Tinte hatte und ein Fach, in dem man die Federn niederlegen konnte. Wir fassen also direkt Martin Luther als Schreibenden und Studierenden in seiner Studierstube, genauso wie wir die Buchschließen gefunden haben seiner Bücher. Aber was noch viel wichtiger ist, wir finden das lutherische Bildprogramm wieder. Wir haben hier ein Handwaschbecken. Handwaschbecken waren wichtig, weil man plötzlich zu Beginn des 16. Jahrhunderts beginnt, sich die Hände zu waschen, vor und nach dem Essen. Und dieses Handwaschbecken, das ist geradezu sprechend. Es zeigt den gekreuzigten Heiland und das Blut aus den Wunden des gekreuzigten Heilands fließt auf die Erde und aus der Erde kommt der Schädel Adams. Und auf den Schädel Adams fließt das Blut Gottes und wäscht Adam von der Erbsünde rein. Das Problem der Menschen war ja die Erbsünde, die den Menschen sterblich macht und den Menschen sozusagen zum Sünder macht. Und einer dieser Sünder, ein nackter Mensch, kniet vor Gott und hofft auf die göttliche Gnade. Moses dahinter und Johannes der Täufer, der auf den Leidenden
Christus verweist. Diese Handwaschbecken aus Keramik waren vergleichsweise günstig, konnten mit Wasser gefüllt werden und man hatte unten einen kleinen Wasserhahn, um sich die Hände zu waschen. Über so einen Wandbrunnen dürfte jedes Studentenzimmer verfügt haben. Zumindest zeigen es uns die mehr als 20 Becken, die wir in Resten im Schutt des Lutherhauses gefunden haben. Ein weiteres lutherisches Bildprogramm tragen die Kachelöfen. Und da haben wir zwei Arten von Kachelöfen im Haus Luther. Das eine sind alte Kachelöfen, gotische Kachelöfen, nach gotischer Manier, katholische. Hier sehen wir die heilige Dorothea, die Heilige der Bergleute und die Schützerin der Bergleute. Aber hier haben wir eine Kachel, die uns die Eva zeigt. Und das ist tiefst protestantisch. Sie ist erstens mal polychrom, was sehr, sehr teuer und aufwendig ist. Polychrome Kacheln finden wir nur in fürstlichen Haushalten. Und das Bildprogramm ist auch völlig sprechend, denn in einer Hand hat sie den Apfel, der Sündenfall der Menschen, der die Menschen sterblich macht, und in der anderen Hand hat sie den Schädel Adams. Adam, der vom Blut Christi, wie wir gesehen haben, besprengt wird, und Adam, der sozusagen die Hoffnung ist auf Erlösung und auf ein Leben mit Christus bei den Seligen im Jenseits.